Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu einem neuen Video von Tasty Bits. Heute zeige ich euch, dass eine leckere Bolognese komplett ohne Fleisch auskommen kann, denn aus diesen wunderbaren Zutaten wie Staudensellerie, Möhren und natürlich roten Linsen machen wir heute eine leckere Linsenbolognese. Und damit hallo zusammen, ich bin Yannick vom Foodblog Tasty Bits und ich zeige euch heute, wie diese leckere italienische Variante der Linsenbolognese ganz einfach funktioniert. Davor habe ich aber noch eine kurze Bitte an dich, und zwar, wenn du kein neues Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch am besten gleich diesen Kanal, dann gibt es jeden Samstag hier ein neues leckeres Video für dich. Aber wir wollen keine Zeit verlieren und direkt loslegen, denn wir kümmern uns zunächst mal um die Vorbereitung für unsere Linsenbolognese. Dazu nehme ich mir zunächst mal eine Zwiebel, die ich halbiere, schäle und dann in feine Würfel schneide. Außerdem habe ich hier 2 Stangen Staudensellerie. Staudensellerie gibt der Bolognese den typisch italienischen Geschmack. Der Staudensellerie wird einfach einmal in feine Streifen geschnitten und dann in feine Würfel runtergeschnitten. Dann haben wir weiterhin noch 2 Möhren, die werden zunächst mal geschält und dann natürlich auch in feine Würfel geschnitten. Und da habe ich auch gleich einen Tipp für dich, denn wenn du dich beim Möhrenschneiden nicht verletzen möchtest, dann gehst du am besten wie folgt vor. Zunächst schneidest du ein kleines Stück von der Möhre unten ab. Das gibt so ein bisschen mehr Stabilität und Halt auf dem Brett. Jetzt legst du die Möhre genau auf diese Schnittfläche und kannst sie in grobe Scheiben schneiden, je nachdem wie grob du sie haben möchtest. Diese Scheiben kannst du jetzt in Streifen schneiden und diese Streifen kannst du nun in Würfel schneiden. Somit bekommst du relativ entspannt und einfach richtig schöne Karottenwürfel. Und was wäre eine leckere Bolognese denn ohne Knoblauch? Dementsprechend nehme ich mir hier noch 2 Knoblauchzehen, die ich mit dem Messer einmal andrücke, dann schäle und dann fein hacke. Und das ist an Vorbereitung auch schon alles. Wir können jetzt rüber zum Herd gehen und können unsere Bolognese kochen. Dazu schnappst du dir zunächst mal einen großen Topf. Ich habe hier einen Breter genommen. Du kannst aber auch einen ganz einfachen, stinknormalen Kochtopf nehmen. In diesem Topf erhitze ich nun 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl. Und wenn das Öl schön heiß geworden ist, dann gebe ich mein Gemüse mit dazu. Also den Sellerie, die Möhren, die Zwiebeln und den Knoblauch. Mir ist hier ein kleines Missgeschick passiert, und zwar habe ich meine Boxen auch noch mal komplett in den Topf gedonnert. Das kann vorkommen, ich würde dir empfehlen, natürlich nur das Gemüse anzubraten und nicht die ganzen Gefäße mit, aber passiert. Das Gemüse lässt du jetzt im Topf richtig schön glasig andünsten. Das dauert ungefähr 2 bis 3 Minuten und wenn das geschehen ist, dann gibst du 1 Esslöffel Zucker mit dazu. Außerdem habe ich hier noch 1 bis 2 Esslöffel Tomatenmark, die gebe ich ebenfalls mit in den Topf und das Ganze verrühre ich, dass das Tomatenmark so ein ganz bisschen anrösten kann, dass der Zucker leicht karamellisieren kann und sich komplett um unser angedünstetes Gemüse legen kann. Jetzt ist es an der Zeit für ein gutes Glas Wein, und zwar habe ich hier 100 Milliliter Rotwein, die gieße ich einfach in den Topf. Wenn du magst, kannst du gerne versuchen, das Ganze zu flambieren. Ich habe das hier gemacht, aber das musst du nicht unbedingt tun. Und ein Tipp noch, falls du alkoholfrei kochen möchtest, dann kannst du den Wein gerne weglassen und beispielsweise durch ein bisschen Balsamico-Essig ersetzen. Das ist gar kein Problem. Lass den Wein nun so ein bisschen verkochen und wenn das Ganze einreduziert ist und so eine schöne Konsistenz bekommen hat, dann gibst du deine Tomaten mit dazu. Das sind 2 Dosen gehackte Tomaten, ungefähr 400 Gramm, die ich hier jetzt mit dazu gebe, und alles wird einmal miteinander verrührt. Außerdem brauchen wir noch ein kleines bisschen geschmackliche Grundlage für unsere Linsenbolognese. Dementsprechend gebe ich jetzt noch 300 Milliliter Gemüsebrühe mit dazu. Die kannst du gerne selber kochen. Ich verlinke dir hier unten in der Beschreibung aber auch mal den Artikel zu meinem Rezept für eine selbstgemachte Instant-Gemüsebrühe, die du ohne Ofen zubereiten kannst. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen italienisches Aroma. Dementsprechend gebe ich ein bisschen gehackten Rosmarin mit dazu, ein bisschen getrockneten Oregano und ein bisschen Thymian. Du kannst aber auch gerne Salbei, Basilikum oder ganz viele andere italienische Gewürze nehmen. Und wenn du es dir ganz einfach machen möchtest, dann nimmst du einfach ungefähr 2 Teelöffel von der italienischen Gewürzmischung. Diese Soße ist jetzt die Grundlage für unsere Bolognese und jetzt brauchen wir natürlich noch die roten Linsen. Ich habe hier 250 Gramm rote Linsen, die ich einfach mit dazu gebe. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Tipp, denn bitte gib jetzt noch nicht Salz und Pfeffer mit dazu, denn durch das Salz kann es dazu kommen, dass die Linsen länger kochen müssen. In der Brühe ist schon ein kleines bisschen Salz drin, das ist aber nicht so dramatisch, aber jetzt bitte noch nicht salzen, das machen wir erst am Ende. Nun setzt du einfach einen Deckel auf den Topf und reduzierst den Herd auf niedrige Hitze und dann kann die Bolognese für 20 Minuten ganz entspannt vor sich hin köcheln. In der Zwischenzeit kannst du gerne deine Pasta kochen. Für dieses Gericht sind Spaghetti natürlich wunderbar, aber ich habe hier ein Tagliatelle genommen, das passt genauso gut. Wenn du magst, kannst du auch Nudeln selber machen. Auch da verlinke ich dir in der Beschreibung mal mein Rezept für selbstgemachte Tagliatelle. Und nach 20 Minuten ist es dann an der Zeit, mal einen Blick in den Topf zu werfen. Es duftet ganz wunderbar. Ich schmecke hier mal ab und wie zu erwarten fehlt hier natürlich Salz. Dementsprechend würze ich noch mit einer guten Prise Salz, mit ein bisschen Pfeffer. Und wenn du magst, kannst du außerdem noch ein bisschen gehackten Basilikum oder gezupften Basilikum mit dazugeben.
Deine Linsenbolognese ist nun fertig zum Servieren. Dazu schnappe ich mir zunächst mal einen schönen Pastateller und gebe was von der frisch gekochten, al dente gekochten Tagliatelle mit dazu. Darauf kommt eine ordentliche Portion von der Linsenbolognese. Wenn du magst, kannst du gerne noch ein bisschen frisch geriebenen Parmesan mit darüber geben und ein schönes Basilikumblatt. Und dann steht im Genuss auch schon nichts mehr im Wege. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Rezept. Freue mich auf deinen Kommentar, wie es dir geschmeckt hat. Lass mich das gerne mal wissen. Außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn du diesem Video einen schnellen Daumen nach oben gibst. Und natürlich, wie gesagt, den Kanal von Tastybits hier auf YouTube gleich abonnierst. Ich lasse es mir natürlich jetzt nicht nehmen, hier diese leckere Linsenbolognese zu probieren. Und ja, ich weiß, ich habe einen Löffel hier verwendet. Die Italiener würden das wahrscheinlich niemals tun. Ich mache es trotzdem. Ich hoffe, ihr seht mir das ausnahmsweise einmal nach. Hier kommen jetzt noch ein paar weitere Videovorschläge für dich. Wie gesagt, jeden Samstag gibt es hier neue Videos. Also ich freue mich auf dich im nächsten Video und sag tschüss, bis bald.